Hamburg-St. Pauli, das Nobistor 14 am Ende der Reeperbahn. Die Stadt Hamburg schmückt sich immer gern mit dem Etikett Musikstadt. Das finde ich sehr gut, aber man darf dann nicht alle Clubs abreißen und stilllegen, in denen Musik stattfindet. Die Kündigung des Molotow-Clubs im Dezember 2023, um Platz für ein Boutique-Hotel zu schaffen, war die Geschichte des Jahres auf dem Hamburger Kiez. Ja, scheiße! So, jetzt stehen wir hier vor Molotow mit dem beschissensten Weihnachtsgeschenk, das man uns hätte machen können. Wirklich. Die Geschichte des Molotow-Clubs begann 1990 am anderen Ende der Reeperbahn, im Keller der sogenannten Esso-Häuser am Spielbudenplatz. Kurz vor Weihnachten 2013 wurde dann der gesamte Komplex evakuiert, da man glaubte, dass die Gebäude einsturzgefährdet seien. Kurze Zeit später wurde der gesamte Komplex abgerissen. Doch den Mietern und auch dem Molotow-Club wurde versprochen, dass sie später zurückkehren dürften. Obwohl die Planung des sogenannten Paloma-Viertels mehrere Jahre in Anspruch nahm, beschloss die Bayerische Hausbau 2022, das Grundstück lieber zu verkaufen. Ein ehemaliger Mieter bezeichnete daraufhin das Grundstück als der Platz der leeren Versprechungen. Jetzt bleibt nur noch ein Schandfleck übrig. All dies zwang den Molotow-Club zu einem neuen Standort, dem Nobistor 14, wo er seit 10 Jahren untergebracht ist. Doch als würde sich die Geschichte wiederholen, wurde kurz vor Weihnachten 2023 der Pachtvertrag für den Molotow-Club gekündigt. Innerhalb weniger Tage organisierte der Molotow-Club eine Demo gegen die Pläne der Lindner Hotel Group. Bei der Demo wurde auch ein Gratiskonzert gegen Spenden veranstaltet. Eine kleine Wohnung mieten und außer Schulden machen, es muss ja nicht allzu viel passieren. Doch eine Sache habe ich, die würde ich dir gern zeigen. Will ich mit dir teilen, die liegt unter meinem Bett. Komm mit zu mir, wir schließen die Tür und spielen zusammen Patzer Patte. Patzer Patte, wir spielen Patzer Patte. Anschließend setzte sich der Protest in Richtung Stadtzentrum in Bewegung, um vor einem Hotel der Lindner Gruppe weiter zu protestieren. Die Kündigung des Molotow-Clubs stellte lediglich einen weiteren Schlag für eine sterbende Musikszene dar. Statistiken des Clubkombinats, einer Interessengruppe, die die Live-Musikclubs der Stadt vertritt, zeigten, dass seit der Corona-Pandemie kein neuer Musikclub gegründet wurde. Die Stadt Hamburg schmückt sich immer gern mit dem Etikett Musikstadt. Es gab hier mal tatsächlich sehr viel Musik in der Stadt, auch sehr viel Live-Musik. Mittlerweile ist es leider so,
dass das immer weniger wird. Wir sind auf der Reeperbahn. In unserem Block soll jetzt das 4. Hotel gebaut werden. Live-Clubs gibt es nur noch uns. Vielleicht fangen wir anders an. Es gibt noch das Mojo, das ist auch schon mal abgerissen worden. Da gibt es das Docks, das steht unter Denkmalschutz. Aber das hat den Sternbrücken-Clubs auch nichts genutzt, dass die Sternbrücke unter Denkmalschutz stand. Da gibt es auch uns, wir stehen leider nicht unter Denkmalschutz. Und wir finden, in einer Musikstadt soll eine Musik stattfinden und nicht irgendwelche Bauvorhaben. Wenn man mittlerweile das Wort Clubsterben bei Google eingibt, dann kommt als erstes Wort Hamburg. Und das sollte der Stadt zu denken geben. Um auf diese Problematik aufmerksam zu machen, organisierte das Clubkombinat verschiedene Veranstaltungen, darunter eine politische Diskussion im Molotow-Club. Die Lage ist dramatisch und Clubkultur ist einfach unglaublich wichtig für diese Stadt, für die Menschen dieser Stadt. Das große Argument, warum man nach Hamburg kommen will, ist eben die Kultur. Und da gilt es vor allen Dingen im Zusammenhang mit Clubkultur und vor allen Dingen das, was hier auf die Beine gestellt wird. Diese ganze Clubszene, die Reeperbahn, so wie sie mal war, die hat sich ja auch schon ganz schön verändert und ist vielleicht auch ein wenig weniger rau und wild, als sie früher mal war. Aber die ist ein Faktor, der Leute in diese Stadt bringt. Touristen, aber auch Leute, die hier arbeiten wollen, bleiben wollen, die das Klima oder diese Kultur als total inspirierend empfinden. Dieser Stadt, denn so Orte wie eben auch gerade das Molotow, die machen Hamburg ja eigentlich zu etwas Besonderem, zu dem, was diese Stadt ist. Ich würde schon sagen, dass es mittlerweile auf jeden Fall ein strukturelles Problem geworden ist. Und auch dass es hier ein Klima gibt, in dem solche Kultur eben auch existieren kann. Und da haben wir eine Veränderung in diesem Klima und das ist deutlich festzustellen. Die Stadt ist enger geworden, der Druck im Zusammenhang mit den Räumen ist stärker geworden und wir haben dieses finanzielle Problem im Zusammenhang mit Energiekosten. Es ist ja ein bisschen absurd, wenn die Leute in St. Pauli in ein Hotel wollen, weil St. Pauli was Besonderes ist, aber alle Orte, die St. Pauli zu was Besonderem machen, wie eben das Molotow, die sind dann weg, weil da ein Hotel steht und am Ende möchte dann niemand mehr in diesem Zimmer wohnen. Aber wenn wir eben sehen, dass immer mehr Clubs schließen müssen und dafür keine neuen nachkommen, also nichts Neues mehr entsteht, dann ist das ein Punkt, wo man sich wirklich anfangen muss, Sorgen zu machen. Ich würde auch das nochmal kräftiger formulieren. Ich denke, es brennt. Da ein Umzug weg von der Reeperbahn nicht in Frage kam und die Zeit drängte, schien es unmöglich, dass der Molotow-Club eine neue Heimat finden würde. Für den Wohnungsbau verkaufen wir keine Grundstücke mehr. Auf St. Pauli müssen wir damit aber auch gar nicht erst anfangen, denn da gehört uns nichts. Zwischennutzung nicht wahrnehmen ist euer Problem. Ich glaube, es ist den meisten Leuten überhaupt nicht klar, was eine Zwischennutzung überhaupt für einen Club bedeutet. Es bedeutet, dass es seinen Standort verliert, dass er an einem neuen Standort ist, von dem nicht klar ist, ob er funktioniert. Das ganze Risiko trägt in der Regel der Club. Und deswegen ist es das, was Clubs am meisten scheuen. Dann ist es wie aus dem Nichts passiert. Die Betreiber des Mundo-Clubs boten den Molotow ihre Räumlichkeiten an. Ein neues Zuhause war gefunden. Und das nicht irgendwo, sondern in einem der markantesten Gebäude auf der Reeperbahn. Mit eigenwilligem Fachwerkdach und großer Musikgeschichte. 1961 spielten und lebten die Beatles genau hier, als der legendäre Top Ten Club eröffnete. Da die Kreativgesellschaft die 850 Personen fassende Kulturstätte im Auftrag der Stadt Hamburg bis 2037 gepachtet hat, scheint die unmittelbare Zukunft des Kultclubs gesichert zu sein. Molotow-Manager Andy Schmidt hat jedoch seine Vorbehalte. So einfach funktioniert das nicht. Clubs funktionieren da, wo sie sind. Und ob sie an einem anderen Standort funktionieren, ist mehr als fraglich. In den meisten Fällen klappt das nicht. Während einer der Mitbetreiber des Mundo-Clubs diesen Warnhinweis zum Abschied abgab. Dass hauptsächlich nur noch diese Wodka-Bomben, Kiosk, Corner-Kultur, Eintrittszahlen für Clubkultur ist einfach aktuell nicht gefragt. Obwohl noch weniger Stunden vor der Wiedereröffnung viel zu tun war, war die Stimmung entspannt. Doch würde das Publikum den Club weiterhin unterstützen?
Ob solche Musikclubs jedoch eine Zukunft haben, hängt davon ab, ob das Publikum weiterhin den Wert dieser kulturellen Räume erkennt und unterstützt. Was denkt ihr? Würdet ihr für den Eintritt in so einen Club hartes Geld zahlen? Hinterlasst einen Kommentar.